Viele Deutschlerner wollen ihre Aussprache verbessern. Sie wollen, dass es schwer ist zu erkennen, woher sie kommen. Oder vielleicht sogar, dass sie nicht aus Deutschland kommen. Das war auch lange mein Ziel. Im Nachhinein denke ich mir, dass ich mich viel zu sehr gestresst habe und dass verstanden zu werden wirklich das Wichtigste ist. Naja, das ist nicht der Punkt dieses Videos. In diesem Video erkläre ich euch, was mir am meisten geholfen hat, um meine Aussprache zu trainieren. Allgemein würde es vielen Sprachlernern helfen, wenn man das Sprachenlernen eher wie Sport ansehen würde. Man muss ja regelmäßig trainieren, um Erfolge zu erzielen. Man kann nicht einfach einmal im Monat oder sogar einmal in der Woche trainieren, auch wenn man 8 Stunden am Stück trainiert und denken, dass das genug ist. Dadurch werden die Muskeln nicht so viel wachsen, da sie so kaputt sind und man bestimmt tagelang Muskelkater haben wird. Das ist nicht schön. So ist es auch beim Sprachenlernen. Die Regelmäßigkeit ist sehr wichtig. Das ist aber nicht die einzige Parallele zwischen Sport und Sprachenlernen. Wenn man zum Beispiel gut im Fußball sein will, dann reicht es nicht aus, viel über den Sport und seine Techniken zu lernen. Man muss auch wirklich zum Beispiel seine Beinmuskeln trainieren. Beim Sprachenlernen muss man natürlich sehr viel lernen. Wie Verben konjugiert werden, Artikel und bestimmte Ausspracheregeln. Das wird dich aber nur begrenzt ans Ziel bringen, wenn du die Muskeln, die eben beim Sprechen gebraucht werden, nicht trainierst. Vielleicht hast du auch schon gemerkt, dass du andere Teile deines Gesichts verwendest, wenn du Deutsch sprichst, als in anderen Sprachen. Vielleicht merkst du sogar, dass du Muskelkater beispielsweise in den Wangen bekommst. Das ist mir am Anfang ziemlich häufig passiert. Genau diese Muskeln müssen wir trainieren. Aber wie? Mit Zungenbrechern. Zungenbrecher sind bestimmte Phrasen oder Sätze, die sehr schwer auszusprechen sind. Besonders die schnelle, wiederholte Aussprache von solchen Wortfolgen fällt auch Muttersprachlern schwer. Durch genau diese Herausforderungen kannst du deine Gesichtsmuskulatur trainieren, zum einen die richtigen deutschen Laute zu erzeugen und zum anderen einfach schneller zu werden. Auch Zungenbrecher in anderen Sprachen können dir beim zweiten Ziel helfen. Den meisten Erfolg bekommst du aber natürlich durch deutsche Zungenbrecher. Lass uns ein paar anschauen und üben. Ich zeige dir den Zungenbrecher zuerst, sodass du ihn erstmal ohne mich versuchen kannst. Dadurch siehst du, ob du die deutschen Laute durch ihre Buchstaben gut erkennen kannst. Dann lese ich einmal langsam und einmal schnell vor. Du wirst merken, einige hiervon fallen auch mir schwer. Oma kocht, Opa Kohl. Opa kocht, Oma Kohl. Doch Opa kocht, Oma Rosenkohl. Oma dagegen kocht, Opa Rotkohl. Und schnell. Oma kocht, Opa Kohl. Opa kocht, Oma Kohl. Doch Opa kocht, Oma Rosenkohl. Oma dagegen kocht, Opa Rotkohl. Okay, vielleicht schaffe ich noch schneller. Oma kocht, Opa Kohl, Opa kocht, Oma Kohl, doch Opa kocht, Oma Rosenkohl, Oma dagegen kocht, Opa Rotkohl. Okay, könnte schneller sein, aber ich bin schon ziemlich stolz darauf. Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut.
Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Das geht. Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Okay? Rauchende Rohre rasen ratternd Richtung Rostock. Rauchende Rohre rasen ratternd Richtung Rostock. Rauchende Rohre rasen ratternd Richtung Rostock. Sonja seift alle seriösen Senioren ein. Alle seriösen Senioren seift Sonja ein. Sonja seift alle seriösen Senioren ein. Alle seriösen Senioren seift Sonja ein. Sonja seift alle seriösen Senioren ein. Alle seriösen Senioren seift Sonja ein. Sonja seift alle seriösen Senioren ein. Alle seriösen Senioren seift Sonja ein. Okay? Der Zahnarzt zieht Zähne mit Zahnarztzange im Zahnarztzimmer. Der Zahnarzt zieht Zähne mit Zahnarztzange im Zahnarztzimmer. Der Zahnarzt zieht Zähne mit Zahnarztzange im Zahnarztzimmer. Siebzehn Schnitzer, die auf 17 Schnitzsitzen sitzen und mit ihren spitzen Schnitzern Ritzen in ihr Schnitzholz schlitzen, wobei sie schwitzen, sind 17 spitzende, schnitzende, auf dem Schnitzsitz sitzende, spitze Schnitzern benutzende Schnitzholzritzenschlitzer. Oh meine Güte! 17 Schnitzer, die auf 17 Schnitzsitzen sitzen und mit ihren spitzen Schnitzern Ritzen in ihr Schnitzholz schlitzen, wobei sie schwitzen, sind 17 schwitzende, schnitzende, auf dem Schnitzsitz sitzende, spitze Schnitzer benutzende Schnitzholzritzenschlitzer. Okay, bestimmt habe ich einen Fehler gemacht. Dann chinesisches Schlüsselchen, chinesisches Schlüsselchen, chinesisches Schlüsselchen. Nein. Chinesisches Schüsselchen, chinesisches Schüsselchen, chinesisches Schüsselchen. Okay? Chinesische Schüsselchen, chinesische Schüsselchen, chinesisches Schüsselchen. Oh, ich weiß nicht, ob das zählt, aber wir machen weiter. Fluchende Dachdecker suchen nicht nach lachenden Buchdruckern. Fluchende Dachdecker suchen nicht nach lachenden Buchdruckern. Fluchende Dachdecker suchen nicht nach lachenden Buchdruckern. Okay? Hundert hurtige Hunde hetzen hinter 100
hurtigen Hasen her. Hinter 100 hurtigen Hasen hetzen 100 hurtige Hunde her. 100 hurtige Hunde hetzen hinter 100 hurtigen Hasen her. Hinter 100 hurtigen Hasen hetzen 100 hurtige Hunde her. Ja, okay. Jetzt der letzte. Hans hackt Holz hinterm Haus und Hans hört hinterm Holzhaus Hubert Hansen heiser husten. Och, ist das schwer. Hans hackt Holz hinterm Haus und Hans hört hinterm Holzhaus Hubert Hansen heiser husten. Ich glaube, das muss ich nochmal machen. Hans hackt Holz hinterm Haus und Hans hört hinterm Holzhaus Hubert Hansen heiser husten. Hans hackt Holz hinterm Haus und Hans hört hinterm Holzhaus Hubert Hansen heiser husten. Okay, es wird besser, aber das müsste ich eigentlich noch weiter üben. Hierbei ist es wirklich nicht wichtig, falls dir Wörter nicht bekannt sind. Du kannst sie natürlich nachschauen, aber oft werden komische, alte oder regionale Wörter benutzt, weil eben das normale Wort gar nicht schwer auszusprechen wäre. Das heißt, heute geht es nur um Aussprache und nicht um Grammatik oder Wortschatz. Ich würde empfehlen, diese 10 Zungenbrecher täglich zu üben. Beispielsweise vor dem Zähneputzen oder während man kocht. Du kannst sie gerne zum einen langsam, deutlich und sorgfältig üben und dann sehr schnell. Versuche aber nie so schnell zu sprechen, dass es nicht mehr akkurat ist. Das ist ein Zeichen dafür, dass du erstmal die Geschwindigkeit herunterdrehen solltest oder den Zungenbrecher erstmal Stück für Stück üben musst. Manchmal muss man mit kleineren Phrasen anfangen. Aber wenn dir das auch schwerfällt, kann man erstmal mit Wörtern oder sogar Lauten anfangen. Wenn es leichter wird, dann probierst du immer größere Stücke. Das ist kein Problem. Teile dieses Video gerne mit Freunden, um zu sehen, ob sie diese Sätze aussprechen können. Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Yay! Genau diese Muskeln. Teile dieses Video gerne mit Freunden, um zu sehen, ob die diese Sätze 100 hurtige Hunde hetzen hinter 100 hurtig... Nein.